Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Mit einem Blick auf eine rätselhafte, eigentümliche, endlose Eis- und Schneelandschaft, inmitten derer ein dürrer, abgestorbener Baum mit seinem bizarren Geäst, in diesem verheddert das Haar einer Frauenfigur, das fast ein bisschen so wirkt und aussieht, als handelte es sich um Nabelschnüre, und an der prallen Brust dieser bösen Mutter festgesaugt ein Kleinstkind. Das ist auch der Titel des Werkes, Die bösen Mütter von Giovanni Segantini. Rätselhaft, sonderbar und eigentümlich. Wenn wir unseren Blick über diese endlose Weite der Schneewüste drüber gleiten lassen, dann werden wir eine ganze Serie, einen Spalier von ähnlichen dürren, toten Bäumen mit solchen bösen Müttern erhaschen, und sie begleiten uns bis an den Horizont dieser lichtmalerischen Umsetzung dieses alpinen Bogens. Giovanni Segantini, eigentlich Giovanni Battista Emanuele Maria Segantini, das N wird er später dann in seinen Namen einfügen, hat eine schwierige, eine tragische Kindheit. Seine Mutter stirbt mit 36 Jahren an den Folgen der Schwindsucht. Sie ist die dritte Frau des Agostino Segantini, der als schwerer Alkoholiker mit dem 7-jährigen Giovanni vollkommen überfordert ist. Und er wird den kleinen Jungen an eine viel ältere Halbschwester, an Irene, weiterreichen und die Erziehung, die Aufzucht des Jungen an sie delegieren. Allein der traumatisierte 7-jährige Giovanni wird regelmäßig das Weite suchen. Er haut ab. Irene ist entnervt, hasserfüllt, und letztendlich sorgt sie dafür, dass die österreichischen Behörden in Innsbruck dem kleinen Giovanni den Pass entziehen. Er wird ein Sans-Papier. Er, der in Arco im Trentino geboren ist, wird bis an sein Lebensende 1899 als Staatenloser leben. Mit ein Grund, weshalb er mit seiner Lebensgefährtin Bies in wilder Ehe bis zuletzt verbunden sein wird. 4 Kinder werden aus dieser liebevollen Beziehung hervorgehen. Sie, die Schwester eines Künstlerfreundes, wird ihn begleiten und von einem Ort an den nächsten, wo der immer erfolgreicher werdende Giovanni Segantini als Künstler reüssiert, ihm ein Umfeld schaffen, das gedeihlich ist. Giovanni Segantini, der als 7-Jähriger in einem Erziehungslager, in einer Erziehungsanstalt landet, von Mönchen und Priestern großgezogen, macht eine Schuhmacherlehre. Aber sein zeichnerisches Talent wird wahrgenommen und er wird gefördert und unterstützt, und letztendlich hat er das große Glück, in Mailand an der Accademia Brera studieren zu können. Und dort wird er reüssieren und herausragend auf sich aufmerksam machen als Maler des reinen Lichtes, als Bester seines Jahrgangs, ist er in der Lage, indem er eine schwierige Aufgabe löst, die reine Farbe aus der Tube, wird er divisionistisch einen Pinselstrich neben den anderen setzend das Phänomen des Lichtes ganz im Sinne des Luminismus der Haager Schule einsetzen. Und so bringt er als spätimpressionistischer Künstler eine wichtige und neue Dimension symbolistisch in die Kunst ein und wird von den Sezessionisten nicht zuletzt auch in der Residenzhauptstadt Wien, da wo sich diese avantgardistische Bewegung 1897 manifestiert, entdeckt. Er, der bereits international in den großen Metropolen, allen voran in Berlin, gezeigt wird, wird ein bedeutender Impulsgeber dieses Geschehens im Wiener Sezessionismus. Nicht zuletzt deshalb findet sich dieses bedeutende, dieses
großformatige, faszinierende Werk Die bösen Mütter. Die Geschichte geht zurück auf dieses Gedicht Nirvana, das Luigi Illica verfasst hat. Ein Werk, das in der Wiener Sezessionsausstellung gezeigt wird, Eingang findet in die moderne Galerie, jenem Museum für Contemporary Art, das 1903 im Unteren Belvedere implementiert und eingerichtet wird. Und seither ist dieses wichtige, richtungsweisende, avantgardistische, bedeutsame Werk des späten 19. Jahrhunderts Teil unserer Sammlungen. Erleben Sie das Faszinosum dieser bösen Mütter. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.